Die Nachfrage nach einem zweiten Pass beziehungsweise einer zweiten Staatsbürgerschaft, die steigt wirklich ständig. Und für viele ist es ein ganz, ganz wichtiger Teil ihres Plan B, eine zweite Staatsbürgerschaft, einen zweiten Pass oder einen dritten, vierten Pass vielleicht auch zu besitzen. Und wenn es bei dir auch so ist, dass du dich interessierst dafür, eine zweite oder dritte Staatsbürgerschaft zu erwerben, dann bist du hier heute genau richtig. In dem Beitrag stellen wir dir mal die Top 3 Pässe vor, für die sich die meisten unserer Beratungskunden entscheiden. Es gibt ja 4 Wege zum zweiten Pass oder zur zweiten Staatsbürgerschaft. Das ist auf alle Fälle die Abstammung, dann ist es die Heirat, dann ist es die Einbürgerung nach Aufenthalt, also Naturalization nennt man das auch. Also lebst du mindestens 1 oder 2 Jahre in einem Land und stellst dann einen Antrag auf die Staatsbürgerschaft des Landes, in dem du wohnst. Da gibt es durchaus Länder, in denen man das schon nach 1, 2 Jahren tun kann. Und wenn diese 3 Wege für dich aber nicht möglich sind, also du hast dich schon informiert, in deiner Familie gibt es niemand, der vielleicht noch eine zweite oder dritte Staatsbürgerschaft hat, die du dann mit durch die Abstammung erwerben könntest. Auch Heirat, naja, kommt nicht in Frage oder du bist schon verheiratet und der Ehepartner hat keine weitere Staatsbürgerschaft. Einbürgerung durch Aufenthalt, wenn das für dich kein Weg ist, weil du sagst, ich kann momentan nicht 1 oder 2 Jahre in ein anderes Land ziehen, also dann bleibt eben nur der vierte Weg, nämlich die Abkürzung über eine Investition bzw. eine Spende. Und da kann man momentan 12 Pässe zurzeit durch eine Spende oder eine Investition sehr, sehr schnell erwerben. Natürlich nicht nur den Pass, sondern es geht immer um die Einbürgerung im Schnellverfahren. Und es ist nicht nur der Preis, der die Programme hier unterscheidet, obwohl hier natürlich bereits sehr, sehr große Unterschiede sind. Also beispielsweise Jordanien, da musst du 750.000 US-Dollar auf den Tisch legen, um diesen Pass zu bekommen. Aber auch der Pass hat natürlich seine Berechtigung. Für einige könnte dieses Passangebot sehr, sehr interessant sein. Aber im Vergleich jetzt Nauru, dort startet eben die Investition bzw. Spende, die du tätigen musst, bei 105.000 US-Dollar. Und das ist natürlich schon ein riesengroßer Unterschied zu den 750.000 US-Dollar in Jordanien. Um herauszufinden, welcher Pass jetzt zu deinen Zielen oder zu deiner persönlichen Situation passt, musst du dir eigentlich so deine eigene Entscheidungsmatrix aufstellen. Und in Beratungsgesprächen helfen uns in der Regel 5 einfache Fragen sehr, sehr schnell, die Liste der Möglichkeiten einzugrenzen. Und das kannst du natürlich auch bei dir zu Hause tun, ohne ein Beratungsgespräch zu buchen, beziehungsweise eben zu einer optimalen Vorbereitung auf ein dann anschließendes Beratungsgespräch. Die erste Frage ist, warum will ich den Pass eigentlich? Warum will ich die zweite Staatsbürgerschaft? Und dann kannst du dir die verschiedenen Antworten aufschreiben und das auch priorisieren. Was ist dir eigentlich am wichtigsten? Dann die zweite W-Frage, also alle fangen mit W an, deswegen sage ich immer die 5 W-Fragen. Die zweite ist, wer kommt mit? Ganz, ganz wichtige Frage, wen will ich mit inkludieren in meinen Antrag für die zweite Staatsbürgerschaft? Dann die dritte Frage, wohin soll es gehen? Wohin möchte ich mit dem Pass einreisen können? Oder geht es mir nur ums Ausreisen beispielsweise? Will ich zurück in den Schengen-Raum mit diesem Pass? Ganz, ganz wichtige Frage. Dann die nächste Frage, die vierte Frage, wie viel Budget habe ich zur Verfügung? Die filtert natürlich möglicherweise auf den ersten Blick schon den Großteil der Angebote aus. Und die fünfte, aber auch nicht unwesentliche Frage ist eben, wie schnell möchte ich an den Pass kommen? Also 2 Monate ist der schnellste Pass durch Spende, Investition, also die schnelle Einbürgerung, bis 6 Monate ungefähr. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Das sind in der Regel alles so die Pässe, die man durch Spende oder Investment bekommen kann. Und dann gibt es eben die Möglichkeit auch, den langen Weg zu gehen, also mindestens 1, 2 Jahre in einem anderen Land zu leben. Und deswegen die Frage, wie schnell möchte ich den Pass haben, wie viel Zeit bin ich bereit dafür auch zu investieren. Also das wären so Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Gehen wir noch mal ein bisschen auf mehr als Detail bei diesen 5 W-Fragen. Also die erste Frage war ja, warum möchte ich den Pass? Und ich möchte kurz erklären, warum es ganz, ganz wichtig ist, diese Frage vielleicht auch zuerst zu stellen. Also ein Beispiel. Viele möchten aus 2, 3 Gründen einen zweiten oder dritten Pass. Also ein sehr, sehr häufiger Grund beispielsweise ist, dass jemand sagt, ich möchte gerne für mich und meine Kinder eine Möglichkeit schaffen, den Wehrdienst zu vermeiden in Zukunft. Na klar, dann darfst du natürlich kein Land auswählen, in dem es auch wieder Wehrpflicht gibt. Also würdest du beispielsweise den Pass der Türkei als Zweitpass
ins Auge fassen. Das ist ein Pass, den bekommt man quasi kostenfrei. Man muss aber eine erhebliche Summe Geld in der Türkei für 5 Jahre deponieren, entweder indem man eine Immobilie kauft oder indem man dort ein Bankkonto eröffnet, beziehungsweise in einen Staatsfonds Geld einzahlt. Bekommt man nach 5 Jahren zurück. Aber die Türkei hat natürlich die Wehrpflicht. Das bedeutet, für deine Kinder in Zukunft haben sie die Wehrpflicht in der Türkei, auch wenn es manchmal Möglichkeiten gibt, aber keine Ahnung, wie das in 2, 3, 4 Jahren sein würde, die Wehrpflicht vielleicht durch eine Zahlung einer bestimmten Gebühr auch für sich selbst auszusetzen. Kambodscha und Ägypten, die bieten ja auch Pässe an, für manche sehr interessant, diese Pässe. Da gehen wir jetzt heute nicht im Video speziell drauf ein, warum, aber vielleicht findest du es auch selber heraus, wenn du dich auf unserer Webseite umschaust. Aber die hätten dann auch wieder eine Armee und eine Wehrpflicht. Also sehr, sehr wichtig, diese Frage für sich zu entscheiden. Willst du den Pass jetzt nur als Freiheitsdokument beispielsweise, also um ausreisen zu können, vereinfacht, oder möchtest du den Pass verwenden, um dann da weitere Golden Visas reinzukleben von den Ländern, in die du einreisen möchtest, dann ist die Frage ganz schnell und ganz einfach zu beantworten. Dann kannst du eigentlich den preiswertesten Pass beispielsweise nehmen. Zweite W-Frage, wer kommt mit? Also wen möchtest du in deinen Antrag inkludieren? Also in der Türkei beispielsweise kannst du Kinder nur bis 18 Jahren inkludieren. Sind deine Kinder jetzt 20, 21 älter, dann kommt das nicht für dich in Frage. 3 Karibikinseln und Nauru, da kann man beispielsweise Kinder bis zum Alter von 30 Jahren mit in den Antrag inkludieren. Die Eltern, willst du deine Eltern mitnehmen? Also die Frage war ja, wer kommt mit? Naja, in einem Land beispielsweise St. Lucia, da müssen die Eltern 65 Jahre alt sein. Aber in Jordanien beispielsweise kannst du Eltern jeden Alters inkludieren oder in Vanuatu Eltern bereits ab 50. Und es gibt natürlich auch Pässe, da kannst du sogar Bruder und Schwester von dir selbst und deinem Ehepartner inkludieren. Ganz, ganz wichtig. Dann die nächste Frage, die nächste W-Frage, wohin möchtest du reisen können mit dem Pass beispielsweise? Also ist Schengen wichtig? Willst du unbedingt in dem zweiten Pass auch die Schengen-Visafreiheit haben? Das wäre natürlich nur dann ganz, ganz wichtig, wenn du selber gar keinen deutschen Pass hast oder dein Ehepartner vielleicht keinen deutschen Pass hat, beziehungsweise wenn du vorhast, auf die deutsche Staatsbürgerschaft in der Zukunft zu verzichten, diese zurückzugeben, wobei wir nicht dazu raten, das zu tun. Da gibt es also bestimmte Gründe dafür, da können wir gerne auch im Beratungsgespräch nochmal zu sprechen. Für den einen oder anderen mag es aber eine ganz wichtige Option sein und ein Ziel sein. Das ist dann eine persönliche Entscheidung. Da ist also ganz, ganz interessant, sich diese Frage zu stellen. Übrigens auch hier wäre eben ein Zweitpass eine interessante Ergänzung zum Hauptpass, auch wenn es der deutsche ist, wo man sagt, der deutsche Pass ist einer der besten Pässe, aber ein kleiner Pass, wie zum Beispiel von Vanuatu oder Nauru, also die bieten teilweise Länder mit an, da muss man als Deutscher ein Visum beantragen. Also ich habe es jetzt vor kurzem erlebt, beispielsweise Tansania oder Sansibar, jemand, der da den Vanuatu-Pass hat, der kleinste, eigentlich schwächste Pass, der kann da einfach visafrei einreisen. Naja, und ich muss da mein Visum beantragen. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Sache. Dann, wie schnell wäre jetzt die letzte W-Frage, die 5. Da können wir momentan, sagen wir mal, den Spitzenreiter vorstellen, Vanuatu, also in 2 Monaten, maximal 3, hast du da deinen Pass. Aber auch Nauru oder Sri Lanka beispielsweise, da brauchst du ungefähr 90 Tage und hast deine zweite Staatsbürgerschaft. Ja, das sind eigentlich jetzt auch schon unsere Top-Pässe. Ich habe sie, glaube ich, fast alle schon erwähnt, aber gehen wir nochmal jetzt auf Details ein. Also Platz 1 in unseren Beratungsgesprächen oder sagen wir mal die Wahl unserer Mandanten ist natürlich Vanuatu. So Vanuatu mit einer Spende und Gebühren von 130.000 US-Dollar geht es da los, ist der schnellste und preiswerteste Pass zurzeit. 90 Länder plus noch die Einreise natürlich durch E-Visa kann man mit dem Pass bereisen. Und naja, wenn man Schengen braucht, den hat er nicht, aber wenn man länger als 3 Monate im Schengen-Bereich sein will, dann muss man sowieso eine andere Lösung fahren. Also beispielsweise den Pass dann noch durch ein goldenes Visa veredeln sozusagen. Das kann man tun durch einen Arbeitsvertrag im Schengen-Bereich oder durch eine Investition beispielsweise in Litauen für 50.000 Euro. Und dann könnte man da schon anfangen, ein goldenes Visa in seinen auch schwachen Nauru-Pass für den Schengen-Raum zu bekommen. Es ist sehr, sehr einfach bei Vanuatu eine große Familie zu integrieren, also Kinder bis 25 Jahren,
kannst du mit in den Antrag inkludieren, die Eltern schon ab 50. Und wenn die Kinder älter als 25 sind, gibt es so ein Lifehack, kann man sagen, dann beantragen nämlich die Kinder die Einbürgerung in Vanuatu und nehmen die Eltern, da kann man ja ab 50 Jahre die Eltern inkludieren, dann einfach mit in den Antrag auf. Also nicht uninteressant und mal ein Rechenbeispiel jetzt, also ein Ehepaar, vielleicht mit 3 erwachsenen Söhnen, einer minderjährigen Tochter, die würden jetzt beispielsweise bei Vanuatu 243.000 US-Dollar bezahlen. Das macht dann also eine Einbürgerung pro Person von 40.000 US-Dollar dann pro Pass. Der zweite Platz bei uns ist Antigua Barbuda. Auf den ersten Blick ist der zwar teurer als jetzt der Pass von Vanuatu, weil das startet bei 230.000 US-Dollar, aber du kannst deinen Bruder und deine Schwester mitnehmen. Auch dein Ehepartner, der kann also seine Geschwister mit inkludieren. Kinder bis 30, Eltern ab 55. Da kann man also eine richtige Großfamilie da einbürgern lassen und dann für alle den Pass bekommen. Unschlagbar eigentlich in dieser Rechnung. Also ein Beispiel, ein Vater mit 3 Söhnen, der würde jetzt bei dem Pass dann auf 40.000 Euro pro Pass kommen und hat eben dort den Schengen-Bereich, was visafreie Einreise betrifft, schon im Angebot mit drin. Platz 3, eigentlich ganz neu im Angebot. Bisher gibt es die Möglichkeit noch nicht, aber jetzt diesen Monat soll es wahrscheinlich langsam losgehen, dass man da die Anträge einreichen kann. Das Programm ist beschlossen, ist im Prinzip alles definiert. 105.000 US-Dollar inklusive aller Gebühren dann 145.000 US-Dollar für den Hauptantragsteller. Hat noch das Vereinigte Königreich, also Großbritannien, mit im Programm, nicht uninteressant. Und ganz neu soll es dort auch möglich sein, eingetragene Lebenspartnerschaften mit zu integrieren. Kinder bis 30, Eltern ab 55. Eine Familie mit 2 Kindern beispielsweise wäre dann ungefähr 43.000 US-Dollar pro Pass. Also nicht uninteressant. Als Bonus mal noch ganz zum Schluss unseren eigentlichen Preis-Leistungssieger, auch ganz neu jetzt im Programm, eigentlich erst seit 1, 2 Wochen, das wäre Sierra Leone. Die haben ja gestartet vor einigen Wochen mit dem neuen goldenen Visa-Programm. Das heißt, du kaufst 1 Kilogramm Gold, noch eine Gebühr dazu und hast ein lebenslanges Golden Visa. Aber neu jetzt eben auch der Fast Track zur Staatsbürgerschaft. 140.000 US-Dollar für den Hauptantragsteller. Etwas teurer als damit Nauru oder Vanuatu, aber eine weitere Person nur 10.000 US-Dollar. Und man kann 3 Generationen in den Antrag inkludieren, das heißt Kinder, Eltern, Großeltern. Und das würde dann beispielsweise, wenn jetzt die Eltern mit 2 Kindern und alle 4 Großeltern in einen Antrag einschließen, macht das pro Pass nur 20.000 US-Dollar für die Einbürgerung innerhalb von 90 Tagen. Es gibt natürlich noch Alternativen, über die wir heute in dem kurzen Video und dem kurzen Beitrag nicht sprechen. Also zum Beispiel auch investieren in eine Immobilie auf Karibikinseln. Das gerne dann noch entweder auf unserer Webseite nachlesen oder im Beratungsgespräch. Und vielleicht noch ein Hinweis. Nauru, Vanuatu, Sierra Leone sind jetzt keine Länder, die wir zum Auswandern empfehlen. Und niemand unserer Mandanten, der sich für einen der Pässe entschieden hat, wie Nauru oder Vanuatu beispielsweise oder selbst Antigua, Barbuda, zieht in Betracht, in dieses Land umzuziehen. Aber es ist ein Freiheitsdokument, das dir vielleicht mehr Reisefreiheit ermöglicht oder auch andere Freiheiten in Zukunft und in der Hinsicht eine Investition in ein Element eines guten Plan B-Konzepts sein könnte. Ja, wenn dir das Budget generell nicht passt, also wenn du sagst, auch 105.000 US-Dollar, das ist mir einfach zu viel, dann bleibt natürlich der Weg über Naturalization, also über Aufenthalt, also durch Wohnen im anderen Land, oder du entscheidest dich ersatzweise für ein oder mehrere Golden Visa in deinem deutschen Pass. Da gibt es also interessante alternative Möglichkeiten, über die wir auch gerne sprechen können, beziehungsweise du findest viele Informationen auf unserer Webseite www.planbprojekt.com. Und natürlich gibt es auch kostenfreie Möglichkeiten, sich einbürgern zu lassen, eben durch den Aufenthalt beispielsweise am schnellsten in Argentinien oder der Dominikanischen Republik. Also da musst du 1, 2 Jahre leben in diesem Land, musst mindestens natürlich einmal mehr als 365 Tage anwesend sein, in Argentinien beispielsweise, vielleicht Bindung zum Land nachweisen, aber du hast eben niedrige Lebenskosten. Aufpassen muss man natürlich,
dass würde man beispielsweise in Argentinien länger als 365 Tage leben, dann dort die Steuerpflicht auslöst. Und die Steuern sind zwar niedriger als in Deutschland, aber immer noch höher als in anderen Ländern, in denen man vielleicht steuerfrei leben kann, was die Einkommensteuer mindestens betrifft. Wenn du dich interessierst, hier mehr zu erfahren, dann schau dich auf unseren Webseiten um. Du findest eine ganze Reihe weiterer Videos auf unserem Kanal hier, wenn du einfach in die Suche eingibst, Zweitpass oder Pass. Oder schreib mir eine E-Mail und frage nach dem kostenlosen PDF zu den 5 W-Fragen. Da gehe ich noch ein bisschen weiter drauf ein. Du kannst mich erreichen auf der Webseite planbprojekt.com. Ganz rechts gibt es einen Button, der heißt Beratungsgespräch. Da kannst du direkt ein Beratungsgespräch vereinbaren. Das ist natürlich kostenpflichtig, aber weiter drunter gibt es ein Kontaktformular. Da kannst du mir deine Situation schreiben, vielleicht eine Frage stellen, mindestens aber auch nach dem PDF fragen. Das schicke ich dir dann gerne zu. Soweit für heute. Es hat mich gefreut, dass du sogar bis zum Ende jetzt hier zugeschaut oder zugehört hast. Und ja, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann klick auf die Glocke, damit du kein Video verpasst zu diesem wichtigen Thema für dich, oder abonniere den Kanal. Bis dahin, bleib fröhlich. Vielleicht sehen wir uns im Beratungsgespräch auf einem unserer Events. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.